Lena und Lukas sitzen in einem gemütlichen Café und sprechen über den Workshop zur Persönlichkeitsentwicklung, an dem sie gemeinsam teilgenommen haben. Lukas, dieser Workshop über die 7 mentalen Gesetze war wirklich beeindruckend. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich ein bisschen überfordert. Es gab so viele Ideen, die man jetzt umsetzen könnte. Fragst du dich auch, wo man eigentlich anfangen soll? Definitiv, Lena. Ich hatte auch das Gefühl, dass es fast zu viele Anregungen waren. Gleichzeitig hat Brian Tracy ja betont, dass wir nicht alles auf einmal in unser Leben holen müssen. Er sprach davon, wie schon kleine, konsequente Schritte mit der Zeit eine riesige Wirkung entfalten. Das trifft für mich den Kern des Gesetzes der Anhäufung. Ja, an das Gesetz der Anhäufung musste ich sofort denken, als er diese Beispiele nannte. Jeden Tag 10 Seiten in einem Buch lesen oder regelmäßig nur 1 Euro beiseite legen. Auf den ersten Blick wirken solche Mini-Gewohnheiten fast zu klein, aber über Monate oder Jahre gerechnet machen sie einen riesigen Unterschied. Genau. Es ist faszinierend, wie sich diese kleinen Dinge aufsummieren. Er hat auch das Beispiel Gesundheit gebracht. Wenn man heute beginnt, jeden Tag 20 Minuten zu laufen oder zu spazieren, fühlt es sich anfangs vielleicht nicht spektakulär an. Aber wenn man nach einem Jahr zurückblickt, spürt man deutlich, wie viel man damit gewonnen hat. Das hat mich motiviert, endlich wirklich mit dem Sprachenlernen durchzustarten. Ich sage immer, ich hätte keine Zeit. Aber wenn ich täglich 15 Minuten in meine Sprach-App investiere, mache ich vielleicht kleine, aber stetige Fortschritte. Und genau darum geht's doch. Absolut. Das passt auch zum Gesetz der Klarheit. Tracy hat ja gesagt, ohne klare Ziele treiben wir nur herum. Ich habe gemerkt, wie oft ich mir diffuse Wünsche vornehme, wie gesünder leben oder mehr sparen, ohne konkret zu werden. Dann wundert man sich, dass kaum etwas passiert. Ja, ich kenne das. Ich will fitter werden, aber habe keine exakte Vorstellung davon, was das heißt. Dabei sollte ich mir vielleicht ein bestimmtes Gewicht oder einen messbaren Fortschritt bei meiner Kondition vornehmen. Erst wenn man konkret wird, lässt sich ein Plan entwickeln und umsetzen. Genau. Und Tracy meinte, dass es enorm hilft, seine Ziele schriftlich festzuhalten, weil man dadurch dem Gehirn signalisiert, das ist mir wirklich wichtig. Ich habe mir vorgenommen, das schon heute Abend zu tun. Ich schreibe alles in mein Notizbuch für 2024 mit ganz klaren Schritten. Ich bin dabei. Ich plane, meine Ziele für nächstes Jahr detailliert aufzuschreiben. Zum Beispiel konkretisieren, wie viel Geld ich sparen will, welche Länder ich bereisen möchte und bis wann das realistisch ist. So habe ich gleich einen Fahrplan. Klingt gut. Was mich ebenfalls sehr beeindruckt hat, war das Gesetz von Ursache und Wirkung. Im Grunde sagt es, dass alles, was in unserem Leben geschieht, die Folge von etwas ist, das wir getan oder unterlassen haben. Oft erkennt man die eigentliche Ursache aber nicht sofort, oder? Ja, manchmal ist es einfacher, die Außenwelt oder andere Menschen für unsere Lage verantwortlich zu machen. Wenn ich zum Beispiel finanzielle Engpässe habe, könnte die Ursache darin liegen, dass ich unüberlegt einkaufe oder spontane Bestellungen mache. Wenn ich das nicht ändere, wiederholen sich die alten Probleme. Ganz genau. Und auch im Job merke ich das. Ich beschwere mich manchmal über mangelnde Zusammenarbeit, sehe aber nicht, wie ich selbst mich verhalte. Wenn ich keine klaren Anweisungen gebe oder zu selten auf meine Kolleginnen und Kollegen zugehe, kann ich schlecht erwarten, dass sie andersherum perfekt kooperieren. Oh, das kenne ich. Bei mir sind es eher zwischenmenschliche Beziehungen im Freundeskreis oder in der Familie. Wenn ich merke, dass das Verhältnis zu einer Person angespannt ist, frage ich mich inzwischen, ob ich vielleicht selbst zu kritisch bin oder mich zu selten melde. Das Gesetz von Ursache und Wirkung legt den Fokus darauf, dass wir immer zuerst bei uns selbst schauen sollten. Da hast du recht. Und das führt direkt zum Gesetz der Entsprechung. Tracy meinte, unsere äußere Welt spiegelt unseren inneren Zustand wider. Bist du innerlich ausgeglichen, nimmst du die Welt viel positiver wahr. Fühlst du dich gestresst oder ängstlich, erscheinen selbst Kleinigkeiten sofort als große Probleme. Das hat mich wirklich beeindruckt. Es erinnert mich daran, wie wichtig unsere innere Haltung ist.
Wenn ich mich ständig schlecht rede, sehe ich überall nur Hindernisse. Glaube ich an meine Fähigkeiten, gehe ich viel offener auf neue Herausforderungen zu. Genau. Und hier kommt das Gesetz der Ersetzung ins Spiel. Negative Gedanken verschwinden nicht einfach, nur weil wir es wollen. Wir müssen sie durch positive Gedanken oder konstruktive Überzeugungen ersetzen. Brian Tracy empfahl Affirmationen, also kurze positive Sätze, die man sich immer wieder bewusst sagt. Ich war da immer ein bisschen skeptisch, weil mir das irgendwie zu esoterisch vorkam. Aber mittlerweile sehe ich, dass es einen Unterschied macht, wenn ich statt „das schaffe ich nie" lieber „ich bin fähig und finde einen Weg" denke. Es ist wirklich eine Übungssache. Ja, und unser Umfeld beeinflusst uns stärker, als wir denken. Wer ständig von Menschen umgeben ist, die nur jammern und alles negativ sehen, der lässt sich unbewusst oft davon anstecken. Ein wenig Abstand oder bewusste Gegenstrategien tun da richtig gut. Das führt uns zum Gesetz der Anziehung. Wenn wir Lösungen sehen wollen, ziehen wir sie eher an. Fokussieren wir uns auf Probleme, ziehen wir immer mehr Probleme in unser Leben. Ich merke das bei meinem Projekt im Büro. Seit ich mich auf mögliche Lösungen konzentriere, habe ich plötzlich viel mehr Ideen. Stimmt. Und Tracy empfahl ja auch diese Visualisierungstechniken. Sich den Erfolg bildlich vorstellen, ein sogenanntes Vision Board erstellen. Da kann man Fotos, Zitate oder Symbole aufhängen, die für die eigenen Ziele stehen. Dann hat man immer vor Augen, worauf man hinarbeitet. Genau, das werde ich mir für zu Hause basteln. Dann sehe ich zum Beispiel Bilder von meinen Traumreisezielen, motivierende Sprüche für meine Gesundheit oder Sparziele. So vergesse ich weniger, warum ich das alles mache. Du bist wirklich motiviert. Ich finde auch das Gesetz der Kontrolle extrem wichtig. Tracy meinte, wir sind nur dann glücklich, wenn wir das Gefühl haben, unser Leben selbst zu steuern. Das heißt, volle Verantwortung für alles übernehmen, was passiert, auch wenn es mal unangenehm ist. Ja, genau. Manchmal ist es leichter, anderen die Schuld zu geben. Aber wenn ich die Verantwortung abgebe, verliere ich auch die Kontrolle, etwas zu verändern. Das war für mich ein richtiges Aha-Erlebnis. Mir hat das geholfen, meine eigenen Fehler oder Rückschläge anders zu betrachten. Ich frage mich jetzt, was könnte ich beim nächsten Mal besser machen? Das gibt mir das Gefühl, wachsen zu können, anstatt mich in Ausreden zu verstricken. Das ist auch eine super Haltung fürs Arbeitsleben. Anstatt zu sagen, mein Chef ist schuld oder das Team macht das immer falsch, kann ich überlegen, was ich besser anleiten oder kommunizieren könnte. Dann lerne ich etwas dazu, statt nur frustriert zu sein. Und wenn ich so drüber nachdenke, hängen diese 7 Gesetze alle zusammen. Wende ich eines an, hat das oft einen positiven Effekt auf ein anderes. Klarheit fördert zum Beispiel das Gesetz der Anhäufung, weil ich dann weiß, welche kleinen Schritte überhaupt relevant sind. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Positives Denken, Gesetz der Ersetzung, befeuert die Anziehung. Und wenn ich das richtig angehe, fühle ich mich auch kontrollierter, weil ich sehe, dass ich selbst etwas bewirken kann. Das motiviert mich, dran zu bleiben. Genau. Und Tracy hat immer wieder betont, dass Erfolg ein Prozess ist, kein einzelnes Ereignis. Man fängt klein an, hält konsequent durch und verbessert sich stetig. Das hat mich echt inspiriert. Oh, mich auch. Ich habe beschlossen, dass 2024 mein Jahr der Umsetzung wird. Ich will nicht nur konsumieren und lesen, sondern wirklich handeln. Ich habe auch Lust, regelmäßig mit dir oder Freunden auszutauschen, wie es läuft. Super Idee. Wir könnten uns jede Woche oder alle 2 Wochen kurz zusammensetzen oder telefonieren, um zu besprechen, was wir schon in die Praxis umgesetzt haben. So bleiben wir auf Kurs und können uns gegenseitig motivieren. Genau. Und wir können uns Tipps geben, wie man mit Rückschlägen umgeht. Denn mal ehrlich, es wird bestimmt Tage geben, an denen wir unsere neuen Gewohnheiten schleifen lassen oder negative Gedanken reinlassen. Absolut. Aber das Wichtigste ist doch, sich immer wieder zu fangen und weiterzumachen. Das Gesetz der Anhäufung wirkt schließlich in beide Richtungen. Positive Handlungen summieren sich,
aber auch das Gegenteil. Dann lass uns gleich einen konkreten Plan machen. Wir schreiben uns jede unsere Ziele und Meilensteine auf, treffen uns nächste Woche, gehen alles durch und legen fest, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Deal, das wird unser gemeinsames Projekt. Ich habe ein richtig gutes Gefühl dabei, 2024 zu einem produktiven Jahr zu machen. Ich auch. Also, stoßen wir darauf an. Auf den Mut, Verantwortung zu übernehmen und auf die kleinen Schritte, die Großes bewirken. Auf uns und auf den Erfolg, den wir uns Schritt für Schritt erarbeiten. Prost, Lena!